being uncertain is so underestimated in our culture today. The uncertainty triggers our curiosity. Im Städelmuseum bespielen Almgreen und Druckset das gesamte Museum, von den alten Meistern bis hin zur Gegenwartskunst, durch alle Sammlungsbereiche hindurch, sogar auch bis in den Garten und zum Liebighaus. You can say that the exhibition as a whole invites the audience to embark on a treasure hunt. You walk through the different collections and discover our work in dialogue with historical works. Sie verwandeln das Museum in einen völlig neuen Erlebnisraum. Man wird vielleicht sich auch selbst hinterfragen, wie betrachten wir eigentlich Museen und welche Rolle nehmen wir als Besucher ein. When we set out to plan an exhibition like the one at Städel Museum, our starting point are the different spaces, the different rooms, the different atmospheres in the collection. Die Ausstellung wird von 2 zentralen Installationen geprägt. Einmal The Cloud, ein beinahe verlassenes Restaurant, und direkt darunter in den Gartenhallen Garden of Eden. You walk between the empty workstations and you see small signifiers of the personalities of who have been working in this office setting. And these two worlds, immersive installations, somehow telling about different sides of life. Ein Kreislauf aus Arbeit, Konsum, Luxus, in dem wir uns alle irgendwo bewegen. Our world is divided between being tempted in our leisure time for using money that we earn in our work environment. You could say that our installations are performative in the sense that we always think about the behavior of the audience in relation to our sculptures and the environments that we create. So they sort of become performative through the interaction between the audience and the art. And we love to involve the audience in that sense. The audience is our co-author. Die Besucher sind eigentlich der wichtigste Teil der Ausstellung. Es werden überall kleine Geschichten aufgemacht, kleine Szenen, die dann wiederum in den Köpfen der Besucher erst so richtig zum Leben erweckt werden. Im Grunde verwandeln Almgreen und Druckset das Museum in eine Theaterbühne. We want to provide some kind of narratives for the visitors to experience, but not full stories. They make their own stories. We want people to experience the show in their personal way. Das Motiv der Illusion taucht immer wieder im Werk der Künstler auf, die Vermischung aus Fiktion und Realität, zum Beispiel indem sie hyperrealistische Figuren darstellen. Das sieht fast beiläufig aus, man sieht es vielleicht auch erst auf den zweiten Blick. Gleichzeitig haben wir hier eine sehr berührende Situation. Es werden ganz menschliche Instinkte aufgerufen, nämlich Sorge, Fürsorge. We don't want to tell people what to think or tell the full story of why this baby is left exactly there. You have to imagine what happened before and what happened after. Das Besondere am Städelmuseum ist, dass wir 700 Jahre Kunst unter einem Dach vereinen, und damit treten Almgreen und Druckset auch in einen Dialog aus alt und neu. Almgreen und Druckset setzen sich auch mit unterschiedlichen Medien bei uns im Städelmuseum auseinander, auch mit unterschiedlichen Genres, beispielsweise dem des Stilllebens. In einem anderen Beispiel greifen sie die Bronzeplastik auf und wie die normalerweise präsentiert wird, nämlich auf einem monumentalen Sockel. Bei 60 Minutes, einer Skulptur, die wir in der Sammlung Moderne präsentiert haben, ist nicht ein klassischer Sockel, sondern eine Waschmaschine. Almgreen und Druckset haben einen besonders feinfühligen Blick, wie wir Menschen schon immer dargestellt haben oder wurden in der Kunstgeschichte, dass wir vor allem sehr idealisierte und vor allem auch nackte Körper in der Skulptur- und Bildhauerei haben und dass hier ein sehr gewohnter Blick auf den menschlichen Körper existiert, der eigentlich gar nicht so normal ist, sodass sie spielerisch gesagt haben, in der Waschmaschine sind die ganzen Kleidung der nackten Skulpturen, die rumherum um 16 Minutes versammelt sind.
And we're also curious to see, of course, how do people react to these sculptures. For us, an artwork changes meaning each time it's being shown. It's part of our artistic process, it's part of our research. Es gibt Arbeiten, die gehen gezielt auf den Besucher ein, zum Beispiel The Visitor. Es nimmt den Premiumplatz ein. Wir als Besucher dürfen auf einmal nicht direkt vor dem Werk stehen, sondern müssen uns um die Bronzeskulptur herum platzieren. Und dadurch passiert etwas. Wir nehmen auf einmal unsere eigene Rolle als Besucher aktiv wahr, müssen uns anders verhalten und reflektieren dadurch auch, wie gehen wir eigentlich selbst durchs Museum. In general, we like small accidents in museums. There's something a little bit neurotic in the art world, where we are very afraid of things not being completely in order. Things have to happen in a strict order. It becomes a denial of the situation, which we do in a way to make people maybe be more aware of their relationship to the object they're looking at, the environment they find themselves in, and the role of being an audience. A little irritation or friction can create real beauty. Just think about the sand corn inside an oyster. That is what creates the pearl.